Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch im Alltag. Heute sprechen wir darüber, was man tun kann, wenn etwas nicht klappt. Abonniert unseren Podcast und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geben wir Tipps und Tricks, um Herausforderungen zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören und abonniert uns, um nichts zu verpassen. Also, jetzt, da wir uns in die Details vertiefen, lass uns über das Problem sprechen, das uns beschäftigt. Es geht um den plötzlichen Anstieg der Mietpreise in unserer Stadt. Vielleicht hast du selbst schon die Auswirkungen gespürt. Ja, die Mieten schießen wirklich in die Höhe. Viele Menschen fragen sich, warum das so plötzlich passiert. Es scheint, als ob die Preise von einem Tag auf den anderen gestiegen sind, und das stellt viele vor große Herausforderungen. Genau. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Statistiken zeigen, dass die Preise in den letzten Monaten um bis zu 15% gestiegen sind. Das ist eine erhebliche Erhöhung, die viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Aber warum passiert das gerade jetzt? Eine der Hauptursachen ist die hohe Nachfrage nach Wohnraum. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, weil sie hier Arbeit finden oder studieren möchten. Richtig. Und dazu kommt, dass das Angebot an Wohnungen nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann. Es werden zwar neue Wohnungen gebaut, aber nicht in dem Tempo, das nötig wäre, um den Bedarf zu decken. Ein weiterer Grund ist, dass viele Investoren Wohnungen kaufen und diese dann teuer weitervermieten. Sie sehen darin eine gute Möglichkeit, ihr Geld gewinnbringend anzulegen, was den Markt zusätzlich anheizt. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Besonders betroffen sind Familien mit niedrigem Einkommen und Studierende. Sie müssen oft weit außerhalb der Stadt nach bezahlbarem Wohnraum suchen. Es gibt durchaus einige Vorschläge, um das Problem zu lösen. Zum Beispiel fordern viele Menschen, dass mehr sozialer Wohnungsbau betrieben wird. Das würde helfen, die Mieten für viele Menschen wieder bezahlbar zu machen. Ja, und auch der Schutz von Mietern wird diskutiert. Einige schlagen vor, Gesetze zu erlassen, die Mieter besser vor plötzlichen Mieterhöhungen schützen. Das könnte für mehr Stabilität sorgen. Es ist ein komplexes Thema, das viele verschiedene Faktoren umfasst. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Nur so können wir sicherstellen, dass Wohnen für alle bezahlbar bleibt. Genau. Und es gibt bereits Initiativen, die sich für mehr Transparenz und Fairness auf dem Wohnungsmarkt einsetzen. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation zu verbessern. Im ersten Kapitel haben wir die Problematik steigender Mietpreise beleuchtet. Nun stellt sich die Frage, wie man mit dieser Situation umgehen kann, wenn man betroffen ist. Ein wichtiger Schritt ist, sich höflich zu beschweren. Ja, das ist oft leichter gesagt als getan. In der Hitze des Gefechts kann es schwer sein, ruhig zu bleiben. Doch es ist wichtig, respektvoll und sachlich zu bleiben, um Gehör zu finden. Genau.
Ein guter erster Schritt ist, sich gut vorzubereiten. Sammeln Sie alle relevanten Informationen und Fakten. So können Sie klar und präzise erklären, warum die Mieterhöhung für Sie ein Problem darstellt. Und es hilft, das Gespräch in einem ruhigen Moment zu suchen. Wenn man emotional aufgeladen ist, kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Besser ist es, einen Termin zu vereinbaren und die Situation in Ruhe zu besprechen. Richtig. Und während des Gesprächs ist es wichtig, die eigene Position klar zu machen, ohne den Vermieter anzugreifen. Formulieren Sie Ihre Sätze positiv und vermeiden Sie Vorwürfe. Ein Beispiel könnte sein: Ich verstehe, dass die Kosten steigen, aber die Erhöhung stellt für mich eine große Herausforderung dar. So zeigen Sie Verständnis und stellen gleichzeitig Ihr Anliegen dar. Ja, und es ist auch hilfreich, Vorschläge zu machen, wie das Problem gelöst werden könnte. Vielleicht gibt es die Möglichkeit einer Ratenzahlung oder einer geringeren Erhöhung. Auch das Zuhören ist entscheidend. Geben Sie Ihrem Gegenüber die Chance, seine Sichtweise darzulegen. Vielleicht gibt es Gründe für die Erhöhung, die Sie noch nicht kennen. Und selbst wenn keine sofortige Lösung gefunden wird, bleibt der respektvolle Umgang wichtig. Manchmal braucht es mehrere Gespräche, um eine Einigung zu erzielen. Abschließend kann man das Gespräch mit einem Dank abschließen. Zum Beispiel: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Anliegen zu besprechen. Das hinterlässt einen positiven Eindruck. Ja, und es zeigt, dass man offen für weitere Gespräche ist. So bleibt der Dialog bestehen und beide Seiten können gemeinsam nach Lösungen suchen. Es ist nicht immer einfach, sich höflich zu beschweren, aber mit der richtigen Vorbereitung und Einstellung kann man viel erreichen. Und am Ende profitieren beide Seiten von einem konstruktiven Gespräch. Haben Sie schon einmal ein schwieriges Gespräch geführt, bei dem es wichtig war, ruhig und respektvoll zu bleiben? Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Nachdem wir besprochen haben, wie man sich höflich beschweren kann, stellt sich die Frage, was tun, wenn man alleine nicht weiterkommt. Hier ist der nächste Schritt, um Hilfe zu bitten. Genau. Es ist wichtig, nicht alles alleine tragen zu müssen. Hilfe kann in vielen Formen kommen, sei es von Freunden, Familie oder professionellen Beratern. Oft scheuen sich Menschen davor, um Hilfe zu bitten, weil sie denken, es zeige Schwäche. Dabei zeigt es tatsächlich Stärke, die eigenen Grenzen zu erkennen. Richtig. Hilfe zu suchen ist ein aktiver Schritt, um eine Lösung zu finden. Manchmal sieht jemand von außen eine Perspektive, die man selbst nicht wahrnimmt. Ein Beispiel: Wenn die Miete zu hoch ist, könnte ein Gespräch mit einem Mieterschutzbund helfen. Dort gibt es Experten, die rechtliche Ratschläge geben können. Ja, und das kann auch bei Verhandlungen mit dem Vermieter hilfreich sein. Ein professioneller Rat kann neue Lösungswege aufzeigen. Aber auch im Freundeskreis kann man Unterstützung finden. Ein offenes Gespräch kann schon helfen, die Situation klarer zu sehen. Und manchmal haben Freunde oder Bekannte selbst ähnliche Erfahrungen gemacht und können wertvolle Tipps geben.
Wichtig ist, klar zu formulieren, was man braucht. Statt allgemein zu sagen, ich brauche Hilfe, könnte man konkret um Unterstützung bei einer Aufgabe bitten. Das stimmt. Je konkreter man ist, desto einfacher ist es für andere, gezielt zu helfen. Vielleicht kann jemand beim Formulieren eines Briefes unterstützen. Auch das Internet kann eine wertvolle Ressource sein. In Foren und sozialen Netzwerken gibt es oft Menschen, die ähnliche Probleme haben und Lösungen teilen. Ja, der Austausch von Erfahrungen kann sehr bereichernd sein und neue Ideen liefern, die man alleine nicht bedacht hätte. Und wenn man Lösungen vorschlägt, ist es wichtig, flexibel zu bleiben. Manchmal gibt es mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Flexibilität zeigt auch, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Abschließend kann man sagen, dass das Bitten um Hilfe und das Vorschlagen von Lösungen Hand in Hand gehen. Es ist ein Prozess des Austauschs und der Zusammenarbeit. Genau. Offenheit und Kommunikation sind der Schlüssel. So können alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die bestmögliche Lösung finden. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn ihr um Hilfe gebeten habt? Und wie haben euch diese Situationen geholfen, neue Lösungen zu finden? Nachdem wir gelernt haben, wie man um Hilfe bitten kann, ist es wichtig zu wissen, wie man auf Antworten reagiert. Das kann entscheidend für den weiteren Verlauf sein. Absolut. Eine Antwort kann viele Formen haben. Zustimmung, Ablehnung oder auch eine Gegenfrage. Darauf richtig zu reagieren, ist eine Kunst. Nehmen wir an, jemand stimmt zu, dir zu helfen. Es ist höflich und wichtig, Dankbarkeit zu zeigen und zu bestätigen, was die nächsten Schritte sind. Genau. Ein einfaches Danke, das hilft mir wirklich weiter, kann Wunder wirken. Manchmal ist es auch hilfreich, die Aufgaben noch einmal zusammenzufassen. Wenn jemand deine Anfrage ablehnt, ist es wichtig, nicht zu enttäuscht zu reagieren. Eine respektvolle Antwort kann die Beziehung positiv halten. Richtig. Man könnte sagen, ich verstehe, dass es gerade nicht passt. Vielleicht ein anderes Mal? Das zeigt Verständnis und Offenheit für zukünftige Unterstützung. Doch was, wenn die Antwort unklar ist? Dann ist es hilfreich, gezielte Nachfragen zu stellen. So vermeidet man Missverständnisse. Ja, Nachfragen wie „Könntest du das genauer erklären?“ oder „Was meinst du genau damit?“ können helfen, die Situation zu klären. Zustimmen und Nachfragen gehen oft Hand in Hand. Man kann zustimmen und dennoch mehr Informationen benötigen, um weiterzumachen. Genau. Ein Beispiel wäre: „Ja, das klingt gut. Könntest du mir noch sagen, wie wir anfangen?“ So zeigt man Interesse und Engagement. Manchmal ist es auch notwendig, seine Zustimmung zu überdenken. Neue Informationen könnten das ursprüngliche Problem in einem anderen Licht erscheinen lassen. Das stimmt. Flexibilität ist hier wichtig. Man kann sagen, ich habe darüber nachgedacht und sehe das jetzt anders. Können wir das besprechen?
Kommunikation sollte immer ein Dialog sein. Auf Antworten angemessen zu reagieren, fördert eine konstruktive und respektvolle Atmosphäre. Und das ist entscheidend für das erfolgreiche Lösen von Problemen, ob im persönlichen oder beruflichen Umfeld. Genau. Ein gut geführter Dialog kann Türen öffnen und zu unerwarteten Lösungen führen. Es zeigt auch, dass man den anderen ernst nimmt. Abschließend zeigt die Art, wie wir auf Antworten reagieren, unsere Bereitschaft, zuzuhören und gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, es ist ein wichtiger Schritt im Prozess der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr habt etwas über das Reagieren auf Antworten gelernt. Bitte teilt eure Gedanken und Wörter aus dem Podcast in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like hilft uns sehr weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Perspektive. Eine neue Perspektive kann helfen, ein Problem aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Oft bringt die Perspektive einer Person von außen neue Ideen. Der Mieterschutzbund. Der Mieterschutzbund hilft Mietern bei Problemen mit der Miete. Im Mieterschutzbund arbeiten Experten, die rechtliche Unterstützung anbieten. Die Flexibilität. Flexibilität ist wichtig, wenn sich eine Situation ändert. Mit Flexibilität zeigt man, dass man offen für verschiedene Lösungen ist. Die Gegenfrage. Eine Gegenfrage hilft, eine Antwort besser zu verstehen. Durch eine Gegenfrage kann man genauere Informationen bekommen. Das Engagement. Engagement ist wichtig, um gemeinsam Lösungen zu finden. Mit viel Engagement kann man aktiv an einem Problem arbeiten.